Hey ho und herzlich willkommen zurück zu This is the Police. Wir haben in der letzten Folge wunderbar ermittelt, haben einen Fall aufgeklärt. Bei den anderen sind wir noch dran, denen haben wir aber mehr Detectives zugeteilt. Da sollten wir dann auch bald Ergebnisse sehen. Wir haben außerdem eine Entführung gehabt, die wir wunderbar gemeistert haben. Die Frau hatte einen Sprengstoffgürtel und wir haben es geschafft, ihr diesen, ohne dass sie verletzt wurde, abzunehmen. Das haben wir gut hinbekommen. Auch eine Massenschlägerei war in der letzten Folge dabei. Da haben wir schon viel zu tun gehabt. Und ich würde sagen, wir gucken mal, was am 12. August auf uns weiterhin zukommt. Ah ja, und der Krieg war. Da habe ich was vergessen. Der Krieg zwischen Sand und Varga ist beendet. Wir haben Sand zum Sieg verholfen. Mal gucken, ob das positive Auswirkungen auf uns hat oder nicht. Da bin ich gespannt. So, die Golden Bird schreibt, betrunkener Student verletzt sich bei Sturz aus Fenster am 4. Stock. Das ist Alltag im Studentenleben. Man fällt immer aus dem 4. Stock, wenn man betrunken ist. Filbert Tribun schreibt, Unfall am Stausee, Wasser innerhalb von 2 Tagen abgelassen. Und Defekt schreibt, nasser Herbst, Rekordniederschlag in Freeburg. Auch gut. So, Roditzky. Ich bin zu müde, ich kann kaum gerade ausgehen, dann hau ab, komm. Fontenot, heute eröffnet meine Tochter eine Kunstausstellung in einer noblen Galerie. Komm, dann hau du auch ab. Mir egal, wir haben ja genug Leute. Sagte er und bekam Probleme bald. You know when a police chief really feels his power? When he hires and fires people? When he throws folks in jail? When he's bossing everyone around all morning? No, there's no power there. Just bureaucratic red tape. Like directing traffic. Not that it's all bad. No, I feel it the most when people come to me with accusations. Accusations happen outside the law. They don't need to be rational or supported by evidence. They don't petition justice in the careful words of legal formality. No, an accusation is a personal cry, full of resentment or envy, a defeated moan, or an angry howl. The accuser rarely imagines you'll share their resentment, their envy, their hatred. No, but they do imagine that your love of power is so strong that you'll leap to decide the fates of others, happy just to take someone's word for the facts. Businessmen accuse the gangsters blame our public figures denounce politicians, the politicians point to the businessmen. When it comes to accusation, there's only one rule. Don't aim too high. If you overestimate your own importance, then complaining can cost you your life. So choose the easier path, exaggerate as far as you can, and try to make your plea sound as sad and pathetic as possible. The accusation I received today sure didn't fit the normal mold. After killing Vikas Varga and routing his supporters, Sand further strengthened his already powerful authority. Even a month ago, anyone coming out against Sand would sound like a lunatic with a death wish. Today, it's the same thing as suicide. But the letter I'm holding in my hands directly connects Henry Sand, lieutenant of the Sand Mafia family, to the reported death of successful banker John Pazzi. Henry has a daughter, Marianne, a dancer, and apparently it all started with her. One day, Marianne danced in the title role of a production of Giselle, and Henry, proud father that he is, brought the whole family to the premiere, along with some of the family's business partners. Among their guests was the young banker John Pazzi. He couldn't keep his eyes off Marianne, but she ended up brushing him off. In response, Pazzi ambushed her one night after rehearsal, pulled her into his limousine, and had his way with the poor girl. After that, gentleman that he was, he drove the girl home and threatened that if she told anyone what happened, her mother would get the same treatment. But her father still managed to shake the truth out of Marianne, and he decided to take his revenge. Of course, Henry knew he couldn't just go with his instincts and put a bullet in Pazzi in broad daylight. The rich bastard was too important for business, and Henry is neck-deep in the family business, overseeing transportations for the Sand Mafia. He knew about every delivery delay, every car, and every shop. It was mostly thanks to Henry that the whole Sand operation rolls so smoothly. Henry has free access to all their off-book cars.
and a tar-black motive. Yeah, he could easily arrange the death of John Potsy as a drunken, late-night hit-and-run. But Henry Sand is smarter than that. If this story about Potsy is true, he'd more likely go to the boss and ask permission. I'd have figured this letter the ramblings of a retired gangster looking to spice up his life with little excitement. The way the letter started, "My dear little old cupcake," I had every mind to toss it in the trash. But something else got my attention. They're rarely ever signed, but this one ended Robespierres, and I doubt it's an imposter. No one would go against the most powerful group in the city, hoping to hide behind the name of some prankster clown. Like everyone else, I had no idea who Robespierres was or what he wanted. But there was no doubt that this guy was more than a little crazy. An arrogant psychopath. Could be dangerous. Definitely worth looking into. Okay. Da scheint sich irgendwas anzubahnen, was mir ganz und gar nicht gefällt, meine Damen und Herren. Oh, den haben wir schon mal gehört. Nein, den will ich doch nicht. Ja, Robespierres anscheinend will den Sands gehörig auf den Schlips treten. Und wir sollen ihm da vielleicht helfen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, wir haben wieder $500 an unserer Spitze bezahlt und keine Ahnung, was uns das bringen soll. 50% teilen wir mit den Angestellten wieder. Fahrerflucht. Oh. Ein unidentifiziertes Fahrzeug vor den jungen Banker John. Ach, das müssen wir jetzt nieder, wobei er starb und floh. Okay, dann müssen wir das wohl. Diesmal haben wir eine neue Ermittlung mit dem Banker. Interessant. Und direkten Bankraub in der Bank von Freiburg. 3 bewaffnete Räuber mit Masken haben die Bank betreten und gefordert, dass der Manager den Safe öffnet. Stovall, Robbins, Foxman, Taylor und SWAT schicken wir hin. Dann schauen wir mal, dass die das regeln. Ja, bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Ist ja wieder ein bisschen Story hier reingekommen ins Spiel. Das finde ich cool, ist gut gebalanced. Nicht jeden Tag was, aber ab und zu, so wo man gar nicht mit rechnet, das finde ich gut gemacht. So, die Ermittlungen haben begonnen. Das brauchen wir uns jetzt nicht durchschauen, weil wir ja da noch nichts haben. Angriff im Gewerkschaftsgebäude. Eine zu Tode verängstigte junge Frau hat soeben von der Handelsgewerkschaft angerufen. Ein betrunkener Fabrikarbeiter ist in das Gebäude eingedrungen. Derselbe Mann, der am Vortag die Gewerkschaft besucht und die Auszahlung von Rückständen bei seinem Lohn von den letzten 6 Jahren verlangt hat. Der Mann schreit herum und droht durch das Schalterfenster einzubrechen. Ivase und Manamana, fahren wir hin. Die Bank liegt im Stadtzentrum, wo dichter Verkehr vorherrscht und viele Zivilisten unterwegs sind. Wir schleichen uns an eines der vorderen Fenster an und werfen einen Blick in die Bank. Eine bequeme Feuerposition beim Hintereingang einnehmen. Den Eingang zur Bank mit einem Polizeiwagen blockieren. Wir schleichen uns an und werfen einen Blick hinein. Aus der Bank ist der Schrei einer Frau zu hören. Wenn wir warten, bis sie rauskommen, ist doof. Da sind ja viele Zivilisten. Das Megafon könnte Panik bei denen hervorrufen. Aber das Gebäude stürmen könnte Tote zur Folge haben. Wir machen das Megafon. Haben die Täter gefasst. Beamte unversehrt, Zivilisten unversehrt. Wunderbar. Das gute alte Megafon hat schon sehr oft geholfen. Und Robbins ist echt gut geworden. Ich bin stolz auf ihn. Sehr stolz. Bewaffneter Raub im Juwelier. Wir können nur noch aussenden. Dann müssen wir warten, dass die anderen zurückkommen, bevor wir den nächsten Fall hier annehmen. Also kommt mal zurück, Freunde, Leute. Bewaffneter Raub. Sadius Juwelier. Es ist soeben ein Alarm in einem Juweliergeschäft ausgelöst worden. 6 bewaffnete und maskierte Männer haben den Laden betreten und verlangt, alles Geld und allen Schmuck in eine große Mülltüte zu stopfen. Ja, dann müssen wir wohl alle hinschicken und den Mannschaftswagen. Mehr haben wir ja nicht. Nicht gedacht, dass das nochmal knapp wird hier, aber... So, Gewerkschaftsgebäude-Angriff haben wir wunderbar geklärt. Dann müssen wir wohl die nächsten Leute zum Theater schicken. Wobei ich erst warten möchte, ob die hier nicht vielleicht Verstärkung brauchen. Dann müssen wir halt eventuell sogar einen Fall überspringen. Aber das sollte auch kein Drama sein. Eigentlich.
Ich wusste es. Dann schicken wir hier nochmal 2 Leute hin. Und da müssen wir dann wohl oder übel Ivase als letzte hinschicken. Ach du Scheiße. Oh, es wird ganz schön... Ja, da kann ich jetzt niemand hinschicken. Muss jetzt warten. Vielleicht können wir in der Zwischenzeit mal gucken, ob wir jemanden einstellen können. Ein bisschen kompetenter ist. Nein. Mama. Das ist mies. Das ist mies. Ich brauche mehr Polizisten, aber kompetent. Ich will nicht so Deppen haben. Der Empfang... Pff, ich habe keinen Polizisten. Könnt mich mal. Sorry. Dann erstes Budget kürzen und dann wieder hier... Die haben sie nicht mehr alle in der Stadtverwaltung. Erstes Budget kürzen und dann hier noch verlangen, dass wir da was schicken. Bewaffneter Raub. Täter gefasst. Beamte unversehrt. Zivilisten unversehrt. Sehr gut. Und beim Angriff ist der Täter entkommen. Beamte unversehrt. Ja, das war klar. Und da können wir nichts hinschicken. Ja, weil die werden in 4 Sekunden nicht zurück sein. 2, 1, ne. Täter ist entkommen, ja. Das ist korrekt. Immerhin haben wir jetzt wieder alle Leute da. So, und schon wieder ein bewaffneter Raub im Sophokles-Theater. Heute sind sie alle bewaffnet. Mein Gott. 3 bewaffnete Räuber konnten die Besucher des Varieté-Theaters berauben. Bevor die Zivilisten verstanden, was vor sich ging, waren die Kriminellen bereits zum Tatort geflohen. Bis zur letzten Sekunde dachte allen, es wäre nur ein Teil der Show. Der Mann in der Garderobe sagte, die Räuber seien in einem gelben Schulbus geflohen. Stovall, dann schicken wir unsere besten Männer hin und den Mannschaftswagen. Haben wir noch 3 über, falls noch ein Anruf reinkommt. Das ist okay. Das sollten die schaffen. Eigentlich. Aber man weiß ja nie, was noch so kommt. Mord an der Tankstelle. Ein Zeuge hat berichtet, dass ein Mann zu einer Tankstelle gefahren und dort ausgestiegen sei, um einen Mann an der Kasse mit einem Sturmgewehr niederschießt. Und jetzt steht der Typ ganz ruhig da und tankt sein Auto voll. Der Typ ist voll durchgedreht. Ja, wir müssen 3 Leute schicken, wir haben nicht mehr. Das ist wieder Katastrophenschicht. Selbst so spät nachts war es nicht schwer, den richtigen Bus zu finden. Die Verbrecher haben ihn nur 1 Meile von dem Vorstadtmotel wieder zurückgelassen. Wir durchsuchen den Wald erstmal. Der Manager des Motels berichtet, 3 Männer haben mich mit einer Waffe bedroht, als ich sagte, wir hätten kein Zimmer mehr. Ich habe sie in einem Zimmer untergebracht, das bereits vergeben ist. Aber die werden nicht sehr glücklich sein, wenn unsere Gäste zurückkommen. Wir versuchen die Bewaffneten reinzulegen. Wir sind unglaublich gut, Leute. Wir sind unglaublich gut. Sehr gut. So, wir haben heute die Kniffe raus. Wir legen die ganzen Leute rein und... fantastisch. Fantastik. Fahrerfluchtbericht. 3 neue Schnappschüsse. 3 reichen uns bei weitem noch nicht. Mord. Keine neuen Ansichten. Auch gut. Oh, wow. Täter gefasst. Beamte getötet. Foxman und Taylor sind weg. Shit. Die bringen wir zur Polizeiwache. Ja, Foxman und Taylor sind tot. Das heißt, wir müssen 2 neue einstellen dafür. Wir können die jetzt auch nicht hinter verschlossenen Türen lassen, weil wir haben einfach zu wenig Leute. Würde ich sagen, stellen wir jetzt direkt mal neue ein. Für tot erklären. Tag beenden. Oder in Schicht B stellen wir für Schicht A neue ein. Oh, Jack, you always come back so late. What's wrong? Bad news? Good news, Jack. Laura is ready. Ready how? She's coming back? When? Not that fast, Jack. Laura's ready to talk. But if she's ready to talk, she's getting ready to come back. You just need to find the right words. You can find the right words, right, Jack? I'm not an idiot. I didn't ask for this, Jack. It's the middle of the night, and I'm alone on an old farm, 40 minutes away from anywhere, sat on a creaky porch, and now I'm getting snapped at.
I came here so you could personally promise me that you'll be able to find the right words. So let's try again. You can find the right words, right, Jack? I can find the right words, Mrs. Markham. That's good to hear. Tomorrow night at 3 o'clock at the Octopus Restaurant. You know it? Yeah, but it's closed at night. Oh, I've arranged for them to be open. Don't be late. But don't come too early either. Mrs. Markham? Yeah? I should probably offer you some tea or something before you go. Do you have any tea? No. Good night, Jack. Strange, die Sache hier. Nachts um 3. Na, das ist komisch. Aber wir werden uns wohl drauf einlassen müssen und wir müssen die richtigen Worte finden. Die überlegen wir uns bis zur nächsten Folge. Da machen wir hier nämlich schon einen kleinen Cut. Die Folge ging nämlich etwas, das heißt etwas länger, aber etwas kürzer als normal. Wir haben viele Szenen drin gehabt, wir haben viel Story bekommen und ich denke mal, das reicht für die Folge hier. Wir werden in der nächsten Folge dann gucken, was es mit Robespierres auf sich hat. Wir werden gucken, dass wir unsere Frau zurückbekommen und hoffentlich pünktlich von der Arbeit zurückgehen und nicht Überstunden machen müssen. Ich hoffe, ihr seid dann dabei, wenn es wieder flirty-murty da weitergeht und wenn wir mal gucken, ob wir den Bankerfall da aufklären können. Bis dahin, einen wunderschönen Tag noch und ciao, ciao!